Ich liebe diesen Geruch, wenn Vanillekipferl direkt aus dem Ofen kommen und dann mit einer Puderzucker-Vanille-Mischung bestreut werden. Die Vanilleschoten aus diesem Rezept nicht wegwerfen, sondern ich habe hier Wodka in einer Flasche umgefüllt, gebe dort die restlichen Vanilleschoten immer hinein und dadurch kriege ich ein ganz tolles Vanilleextrakt. Das richtige Video ganz ausführlich dazu findet ihr oben rechts. Jetzt kümmern wir uns aber erst einmal um die Zutaten für diese leckeren Kipferl. Es ist eine große Menge, aber es lohnt sich zur Weihnachtszeit, denn nicht nur, dass wir selber essen wollen, wir verschenken auch gerne. Das Mehl ist in der Schüssel, wird jetzt ergänzt um die gemahlenen Mandeln, natürlich eine ordentliche Portion Zucker, eine Prise Salz darf nicht fehlen, dann noch das Mark einer halben Vanilleschote, selbst hergestellte Hefe anstelle der chemischen Backpulver, wie ihr das macht, oben rechts unter dem i, könnt ihr es nachlesen, und eine ordentliche Portion Butter. Die Veganer unter euch können diese selbstverständlich mit der veganen Alternative ersetzen. So ist auch vegan Plätzchengenuss möglich. Und dann, weil das so einfach ist, könnt ihr es einfach durchrühren. Und diese Menge ist optimal für diese große Schüssel. Die ist echt praktisch. Ich mag das total gerne. Plätzchenteige eben mit Hand durchkneten. Selbstverständlich könnt ihr das auch mit dem Handrührgerät machen oder auch eben mit der Küchenmaschine. Aber ich finde, das ist so einfach und ist in 2, 3 Minuten schon fertig. Und mit den Händen, naja, vielleicht ist es auch einfach nur so ein nostalgisches Gefühl, denke ich, dass ich das besser hinbekomme. Aber wie macht ihr das denn mit euren Plätzchen? Nutzt ihr die Küchenmaschine, das Handrührgerät oder dann doch eben schnell die Hände? Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Bei uns zu Hause früher haben wir immer das Handrührgerät genommen. Küchenmaschinen waren da noch nicht so modern. Ich habe ja mittlerweile jetzt auch mehrere Küchenmaschinen und kann das auch sonst sehr empfehlen, aber bei Plätzchen rutsche ich immer in diese alte Gewohnheit zurück. So, und ihr seht, es geht total einfach und unkompliziert. Wie ich schon gesagt habe, das Rezept steht unten in der Beschreibung. Ihr findet es aber später auch nochmal zum Schluss und könnt euch dann einen Screenshot machen, wenn ihr es zum Beispiel auf dem Handy schaut. Und auch in der Beschreibung findet ihr nochmal das ganze Equipment, was ich nutze und was ich sehr empfehlen kann. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr den Teig geknetet habt, dass die Butter wirklich schön verteilt ist. Den Teig gebe ich dann der Einfachheit halber einfach hier in meine Sillet-Glasschüssel, die dann einmal in den Kühlschrank wandert. Denn Plätzchenteige müssen nicht aufgehen, sondern jetzt erstmal kalt gestellt werden, damit sich danach die Vanillekipferl viel besser formen lassen. Also, Deckel drauf und schon für mindestens eine halbe Stunde ab in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit nutzen wir diese sinnvoll. Ich habe hier in einen meiner Streuer Puderzucker und gebe da jetzt die andere Hälfte von der Vanille mit hinein. Das könnt ihr eigentlich sogar generell machen. Das ist so ein ganz tolles Aroma, was dabei rumkommt. Und das verteile ich jetzt bestmöglich. Ihr könntet es theoretisch auch noch mal richtig in so einer Schüssel geben und dann durchschütten mit Deckel drauf. Bei mir hat das jetzt tatsächlich so gereicht. Es hat sich schön verteilt und vor allem, ihr merkt es auch, dieser Geruch, der rauskommt, wenn ihr dann das Puderzucker streut. So, Deckel drauf, einmal kurz verschließen und dann können wir schon zur Seite stellen. Wenn dann der Teig schön durchgekühlt ist, ja, Bläschen bilden sich da nicht, ist ja kein richtiger Hefeteig. Aber ich gucke trotzdem immer aus Gewohnheit und ihr seht, steinhart. Und genauso soll das sein. Ihr geht mit einer Teigkarte oder Ähnlichem dann eben hier durch und nehmt euch so eine kleine Portion dort ab. So, das klappt schon. Und das finde ich das Tolle am Plätzchenbacken. Ihr könnt an einem Tag viele Teige vorbereiten, sie in den Kühlschrank stellen und dann am nächsten Tag so richtig loslegen mit der Weihnachtsbäckerei. Wie macht ihr das immer? Und vor allem, was darf bei euch auf gar keinen Fall jedes Jahr fehlen? Also welches Rezept backt ihr jedes Jahr und liebt es? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. So, ich habe jetzt hier nicht den Puderzucker bestreut, sondern das war der Mehlstreuer.
und dann macht eine kleine Rolle draus. Die ist so circa 1 bis 2 Zentimeter dick. Und dann habe ich hier immer so ein bisschen meinen Finger, so die Fingerspitze könnt ihr als Maß zum Beispiel nehmen, damit ihr gleich große Stücke habt. Ihr könnt das aber auch nach Augenmaß nehmen. Das geht natürlich ganz genauso. Und wenn ihr das dann fertig habt, könnt ihr dann diese kleinen Stückchen zu Bällen formen. Ihr seht, es ist total einfach und das war auch schon das Schwierigste aus dem Rezept. Ganz ehrlich, Vanillekipferl, die sehen immer so schwierig aus, beziehungsweise auch so raffiniert, aber tatsächlich sind die super einfach. Lässt sich auch schön verschenken. Ich frage mich, welche Plätzchen ihr gerne verschenkt. Verschenkt ihr überhaupt oder landen sie in euren Bauch? Das würde mich mal wirklich interessieren. So, und die runden Bällchen dann einfach ein bisschen glatt rollen. Achtet darauf, dass die Enden ein bisschen schmaler sind. Ich finde, das klappt ganz gut. Es bedarf immer ein bisschen Übung. Ich finde, am Anfang der Plätzchenzeit, ist es noch so ein bisschen holprig und je weiter das dann voranschreitet, umso geübter wird man und schon ein Halbmondform. Ab auf die Backfolie und ihr könnt schon erkennen, die erste Portion war schon im Backofen. Ich benutze das gleich wieder. Ich habe jetzt den Mini-Backofen genommen. Da passen so circa 16 Stück drauf. Ab in den vorgeheizten Backofen und ich nutze deswegen gerne den Mini-Backofen, weil der tatsächlich maximal 1 Minute zum Vorheizen braucht und dann kann das schon losgehen. Also sehr stromsparend. Ab damit, zack. Und wenn die lieben kleinen Kärchen vorne langsam braun werden, ihr könnt das hier gut erkennen, dann am besten noch heiß mit der Puderzucker-Vanille-Mischung hier einmal bestreuen. Lasst sie dann am besten erstmal noch ein bisschen abkühlen, denn ansonsten, wenn sie noch warm sind, zerbrechen sie leicht bei dem Versuch, die umzutransportieren. Also schön abkühlen lassen und danach packt ihr sie einfach zum Beispiel in eine Blechdose und könnt sie dann tatsächlich wochenlang genießen, sofern sie denn überhaupt so lange halten. Hier gibt's viele leckere weitere Rezepte. Ich bin bald wieder zurück und liebe Grüße, eure Emma.